Wusstest du, dass unter der Geburt dein Damm oder auch dein Kitzler, die Klitoris, reißen kann? Falls nicht, schau dir dieses Video an, denn ich rede ganz kurz darüber, kurz und knapp, worauf du zu achten hast und warum ein Klitorisriss viel schlimmer ist als ein Dammriss. So, wenn du schwanger bist oder deine Partnerin, ja, dann ist Folgendes zu sagen. In einem meiner anderen Videos zeige ich, wie man eine Dammmassage machen kann, um nämlich genau das zu verhindern, was ich jetzt erkläre. Also bei der Geburt eines Kindes öffnet sich ja bei den Presswehen kurz bevor der Kopf des Kindes raustritt oder eintritt hier in diesen Eingang der Klitoris. So, und das Gewebe wird ja richtig weit gedehnt, damit der Kopf da raus kann. So, und die größte Spannung ist normalerweise hier in diesem Dammbereich. Ne? Das ist der Bereich, der zum Po hin geht. Hier wäre das Po-Loch und hier ist der Hautbereich. So, und wenn das zu weit überdehnt, kann man unterschiedliche Dammverletzungen haben. Also medizinisch gesehen gibt es eine Dammverletzung ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades. Ersten Grades ist noch eine rein äußerliche Verletzung, zweiten Grades geht schon tiefer, drittens geht richtig tief in den Beckenbodenmuskel. Das sind Verletzungen, die du nicht haben möchtest, die schwerste Nebenwirkungen und Folgen ja, mit sich bringen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau dir doch mein Video an zum Thema Vorbeugung von Geburtsverletzungen. Da gehe ich ein bisschen auf die Details an, welche Art von Geburtsverletzung es im Allgemeinen gibt und wie du das verhindern kannst, dass das auftritt. So, in diesem Video geht es jetzt hier rum. Also wenn der Kopf hier durchtritt, ist das Gewebe richtig, richtig geweitet. So, mit einer Dammmassage hast du den Körper schon darauf vorbereitet, dass er regelmäßig durchblutet sein muss und das Gewebe dadurch eher nicht reißt. So, beim Schnitt, ne, das machen die Mediziner gerne. Sie denken, okay, dann reißt die Frau nicht so viel. Zack, schneiden wir hier rein und gut ist, Kind kommt raus, Kopf kommt raus. So, was eine Hebamme in ihrer Ausbildung noch gelernt hat, ist der sogenannte Dammschutz. Teilweise gibt es, bevor der Kopf durchtritt, gibt es Kompressen, heiße Kompressen. Teilweise gibt es den Klassiker auch noch mit dem Kaffeesatz. Dann wird man die Kompresse hier runterlegen. Also mit, ja, die Kompresse ist hier drauf, dann kommt die Hand darauf und dann drückt man hier ein bisschen, damit das Gewebe nicht ausreißt, aufreißt. So, das Ähnliche ist, ähnlich ist es hier oben bei der Klitoris. Klitoris sagt ja was, sollte euch was sagen. Ne? Bei einer Frau ist die Klitoris ungefähr gleichzusetzen wie mit der Eichel, vom Lustempfinden her. Heißt, könnt ihr euch vorstellen, wenn du ein Mann bist und ich sage dir, pass mal auf, ich schneide dir mal in deine Eichel oder ich reiß da mal dran rum, kannst dir vorstellen, was das für höllische Schmerzen sind. Und ne, da der Penis ja auch im Schwellkörper ist und richtig, ja, gut durchblutet ist normalerweise, kannst du dir vorstellen, dass das unerträgliche Schmerzen sind. So ist das mit der Klitoris auch vorstellbar. Das kann ich nämlich jetzt nicht zeigen. Normalerweise sieht man ja hier ne, eine Klitorishaube, hier so der Bereich, und darunter ist die Klitoris versteckt. Die Klitoris ist aber mehr als nur diese kleine Kugel quasi, ne, sondern die geht wirklich in den ganzen Scheidenbereich in den Körper rein und hat ohne Ende Schwellkörper, was nicht sichtbar ist, aber dennoch da ist. So, und wenn die Klitoris, wenn hier so weit gedehnt wird, dass hier alles aufreißt, ja, dann wird es für die Frau sehr, sehr schwierig, später im Leben beim Sex vielleicht die gleichen Gefühle oder Lustgefühle zu haben wie vorher. Und das heißt, wenn deine Partnerin schwanger ist, ist auch für dich Kacke. Denn im schlimmsten Fall heißt das für euch beide keine gute Sexualität mehr. Und dass Sex wichtig für eine Beziehung ist, weiß im Allgemeinen jeder. Und aus dem Grund wäre es sinnvoll, wenn ihr in die Klinik zum Beispiel geht oder eine Hebamme habt, dass ihr darüber sprecht, dass nicht nur der Damm geschützt werden soll, sondern auch die Klitoris geschützt werden soll. Ne? Also dass dann im Idealfall eben beide Bereiche optimal, also es wird ja dann größer, ne, so geschützt werden, dass da Risse vermeidbar sind. Und
was du tun kannst, um Risse zu vermeiden, nämlich zum Beispiel eine aufrechte Geburtshaltung einnehmen und einen speziellen positiven Umgang mit den Wehen, mit den Schmerzen. Das erfährst du in einem meiner anderen Videos oder bei meinem 1:1 Coaching oder auch Gruppencoaching genau zu dem Thema. Ansonsten kannst du mitnehmen, du möchtest natürlich deine Klitoris, deinen Kitzler, ne, deine Perle, deine Sexualität möchtest du schützen und ähnlich ist es mit deinem Damm. Je weniger verletzt wird, desto weniger Folgerisiken hast du, desto weniger Schmerzen hast du, desto besser geht es dir und du kannst dein Kind später nach der Geburt versorgen. Und wie üblich, wenn das Video dir gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du noch Fragen zu bestimmten Themen hast, kannst du mich gerne anschreiben oder auch meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank. Ciao, ciao.